Der Fall des Besitzes. Genitiv erklärt. Hallo und herzlich willkommen zum 4. Teil unserer Kasus-Serie. Lena, nach Nominativ, wer, was. Akkusativ, wen, was. Und Dativ, wem. Kommt heute der letzte unserer 4 Fälle dran, der Genitiv. Hast du eine Idee, wofür der hauptsächlich zuständig ist? Genitiv. Da denke ich sofort an Besitz oder Zugehörigkeit. So etwas wie das Auto meines Vaters, oder? Aber er hat den Ruf, etwas kompliziert und vielleicht auch ein bisschen altmodisch zu sein. Das ist eine sehr gute erste Assoziation. Der Genitiv ist tatsächlich der Fall, der oft eine Zugehörigkeit oder einen Besitz ausdrückt. Seine Frage lautet: Wessen? Genau wie du sagtest. Das Auto meines Vaters. Wessen Auto? Das meines Vaters. Das Nomen, das den Besitzer angibt, steht im Genitiv. Ein anderes alltägliches Beispiel wäre: Die Musik des Orchesters war wunderschön. Wessen Musik? Des Orchesters. Okay, wessen ist die Frage. Und wie verändern sich da die Artikel und Nomen? Das ist der Punkt, an dem der Genitiv seine typischen Merkmale zeigt. Schauen wir uns die Artikel im Genitiv an. Also, hier ein Überblick. Im Maskulinen wird aus der ein des eines und das Nomen bekommt meistens die Endung es oder es. Im Femininen wird aus die eine der einer. Und hier nochmal der wichtige Hinweis: Der Frau, Genitiv, wessen versus der Frau, Dativ, wem. Gleiche Form, andere Funktion. Im Neutrum wird aus das ein ebenfalls des eines plus meistens die Nomenendung es oder es. Und im Plural wird aus die keine, der keiner. Wow, auch bei Maskulin und Neutrum kommt die Nomenendung es oder es dazu. Und der klare Hinweis zur N-Deklination, dass Freund da nicht hingehört, aber Experte schon, und der Unterschied Feminin-Dativ versus Genitiv sind wirklich Punkte zum Aufpassen. Ganz genau. Diese Genitiv-S-Endung bei den meisten maskulinen und neutralen Nomen ist ein starkes Signal. Ob es oder es. Ein kleiner Minitrick. Einsilbig, oft es. Mehrsilbig, meistens es. Einsilbig, oft es. Mehrsilbig, meistens es. Das merke ich mir. Die wichtigste Funktion des Genitivs ist also das Genitivattribut. Die Farbe des Himmels ist blau. Das Ende eines langen Tages. Lena, versuch mal. Die Spielsachen, die Kinder. Erinnerst du dich an den Plural-Genitivartikel? Die Spielsachen der Kinder. Plural, also der. Perfekt. Sehr gut. Neben dem Genitivattribut gibt es auch Präpositionen, die immer den Genitiv verlangen. Einige häufige Genitivpräpositionen sind während, trotz, wegen, an, statt, außerhalb und innerhalb. Zum Beispiel während des Urlaubs oder trotz des Wetters. Bei wegen ist standardsprachlich Genitiv korrekt. Okay, die muss man sich merken. Genau. Und jetzt ein Punkt, den viele Lernende lieben. Im Alltag, besonders im gesprochenen Deutsch, wird der Genitiv oft einfach durch von plus Dativ ersetzt. Statt das Auto meines Vaters. Oft das Auto von meinem Vater. Das ist meistens einfacher und klingt umgangssprachlicher oder neutraler. Aber Achtung, das ist zwar oft neutral, aber nicht immer passend, wenn du einen formellen Text schreibst. Dort ist der korrekte Genitiv oft immer noch die bessere Wahl. Ah, das ist gut zu wissen. Also im Zweifel bei formellen Sachen doch lieber den echten Genitiv verwenden. Genau, das ist eine gute Faustregel. Der Genitiv kämpft um seinen Platz. Aber er ist wichtig für das Leseverständnis von formelleren Texten.
und die Personalpronomen im Genitiv sind heute sehr selten, meist durch Possessivartikel ersetzt. Zum Glück, das ist ja mal eine gute Nachricht. Statt, das ist wirklich eine Erleichterung. So, und jetzt machen wir eine kleine Übung, um das Ganze zu festigen. Ich gebe dir Sätze und du versuchst, die richtige Form zu finden. Denk an die Genitivendungen bei Maskulinum und Neutrum und an die N-Deklination. Die Meinung. Der Experte, maskulin. Die Meinung des Experten. Richtig. Und warum Experten und nicht Expertes? Weil Experte zur N-Deklination gehört. Exzellent mitgedacht. Weiter geht's. Wir bleiben. Der Regen, maskulin, zu Hause. Präposition, trotz. Wir bleiben trotz des Regens zu Hause. Perfekt. Denk an dies Endung bei Regen. Der Film maskulin hat er ein Buch gelesen. Präposition anstatt. An statt des Films hat er ein Buch gelesen. Sehr gut. Das Büro. Meine Chefin, feminin. Das Büro meiner Chefin. Und hier, meiner Chefin. Könntest du das verwechseln? Ja, mit Dativ. Aber hier ist es wessen Büro? Also Genitiv. Klasse. Letzte Aufgabe. Kannst du mir das Haus, dein Onkel, maskulin, zeigen? Versuch mal die von plus Dativ-Alternative und die formelle Genitivform. Umgangssprachlich. Kannst du mir das Haus von deinem Onkel zeigen? Und formell deines Onkels. Lena, das ist hervorragend. Du hast alle Knackpunkte super gemeistert. Mein Genitivfazit für heute. Er antwortet auf die Frage wessen und drückt auf Zugehörigkeit Besitz aus. Artikel maskulin, Neutrum, des, eines, plus. Nomenendung es. Einsilbig, oft es. Mehrsilbig, meistens es. Feminin, Plural, der, einer. Achtung bei Feminin. Formgleichheit mit Dativ. Wichtige Präpositionen mit Genitiv sind während, trotz, wegen, an, statt, außerhalb und innerhalb. Oft durch von plus Dativ ersetzbar, klingt umgangssprachlicher, neutraler, aber Vorsicht bei formellen Texten. In formellen Kontexten immer noch sehr präsent. Auf Besonderheiten wie die N-Deklination achten. Perfekt zusammengefasst. Zum Abschluss zeige ich euch noch schnell eine kleine Übersichtstabelle mit allen 4 Fällen und den wichtigsten Artikelformen. Stellt euch vor, wir haben hier unsere 4 Verwandlungskünstler. Ein Nomen im blauen Nominativkostüm, dann wie es sich im roten Akkusativ-Outfit zeigt, im grünen Dativdress und schließlich im lila Genitivgewand. Vielleicht mit einem Smiley für bleibt fast gleich und einem überraschten Gesicht für große Veränderung. Das hilft, die Unterschiede auf einen Blick zu sehen. Und jetzt, wo wir alle 4 Fälle kennen, sind wir bereit für den großen Showdown im nächsten Video. Akkusativ gegen Dativ. Und warum der Dativ dem Genitiv nicht nur das Wasser reicht, sondern ihn im Alltag manchmal gleich ganz verdrängt, das erfahrt ihr dann. Und für alle ganz Neugierigen als kleiner Sneak Peek. Es gibt auch Verben, die den Genitiv verlangen, wie sich einer Sache erinnern. Aber das ist wirklich Stoff für später. Darauf freue ich mich schon. Genau das nehmen wir uns vor. Und für euch zu Hause, jetzt kommt eure Chance zu üben. Was ist euer coolster Satz mit Genitiv? Oder versucht mal, einen Satz mit während oder wegen im Genitiv zu bilden und postet ihn in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Beispiele. Bis zum nächsten Mal.